Moin Moin und herzlich willkommen zum nächsten Teil von Tales of Zestiria, wie man sieht, ne? Gerade, bei mir ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen, seitdem ich die letzte Folge aufgenommen habe. Da ich die letzten Tage ja relativ viel gestreamt habe und dadurch überhaupt nicht aufgenommen habe eigentlich. Ich habe ja die fast ganze letzte Woche, von heute aus gesehen, habe ich ja nur gestreamt. Aber ich denke, wir mussten einfach rausgehen erstmal. Wir haben ja gerade gelernt, wie verschmelzen. Finally. So, what are your plans now? I doubt he's at the inn. Oh, Mikleo? But he said he would wait for us back at the inn when he left. So, the ruins below spread out all over the place, right? If that's the case, I'll bet Mikleo went off to search for another entrance. One that's not this one. Huh? You mean Mikleo went into the ruins alone? How dangerous, how downright reckless of him! The Hellions here are spreading like wildfire! You just saw firsthand what a force they are to be reckoned with. How can you be so calm when your friend is in peril like this? He'll be fine. I know he's not the type to let his guard down when he's faced with real danger. And I'm sure he knows full well that he has no ability to purify the Hellions all by himself. Don't worry. You really do have the utmost faith in him, don't you? Well, klar. it's a love-hate sort of thing. I see. So Mikleo has a sort of rivalry going on with you, and thus he went alone to search for the ruins rather than return to the inn. But you're sure he wouldn't do anything dangerous by himself. So then, what are your plans now, Sorey? Man, you sure have a mean streak, you know that? Oh, do I? But anyways, first I have to return this to Alisha. Oh, the knife you used to open the door. We found this at the ruins, where I first met her. It was probably handed down by the royal family. I'm sure it's very important. Before I begin my duty as a shepherd, I feel like I should return it. Indeed. Lila, you had something else to tell me, right? About what it is to be the shepherd. I'd like to hear the rest of what you had to say. It's true, I do. But first, to that same end, there are things I would like to ask Alisha as well. Perfect. Let's head over to her manor then. We might find Mikleo as well. Oh, yeah. He'll probably give up and wander back anytime now. Now that would be perfect. Boy, I knew you had a mean streak. Wer war das gerade? Welcher komische Vogel? War der nicht hier? Okay, das haben wir falsch interpretiert. Oh, stimmt, wir können auch Feuer machen jetzt. Da war ja was. Hier sollen wir schon mal hinkommen. Oh, hey! So you made it out okay? You really saved my butt back there. Thanks so much. Ach ja, bestimmt haben wir welche Oh, gerettet. nah. It was nothing really. We owe you our thanks as well. When this guy went missing, we thought he'd just up and gone home already. Whoa now, hang on a second. Aren't you the shepherd? That outfit fits the description in all the rumors to a T. Well, For real? This is the guy that pulled the sword? I figured you were something special, but this is more than I even bargained for. Gotta thank you proper for saving me. Wanna get some grub later? To think I'd become buds with the great shepherd himself. My wife and kid are gonna scream the roof off when they hear this. well, I don't know if... Things must be tough, but hang in there. We'll be cheering you on. He'll be all right. He's the one who removed this. Great. See you soon, shepherd. They certainly were a lively bunch. Yeah, that's one way to put it. Everyone back home in Alisha is a little more relaxed. You spent your whole life in the village of the Seraphim, right? With no other humans around for miles. Until I met Alisha. I see. Ah, so. Zack, sie ist wieder reinkommen. Oh,
Ah ne, aber da brauchten wir, glaube ich, einen Schlüssel für, ne? Den ich noch nicht habe. Und die brauchen wir hier so verschiedene Schlüsselchens. Na gut, ja. Da oben waren wir schon. Doch, wir gehen mal raus hier. Wir gehen mal raus hier. Gehen mal wieder in die große Stadt. Wo war noch Karte? Hier. Genau. Gib Alisha das Messer zurück. Dann muss ich ja wohl wieder... Da, zum Adelsviertel, ne? Adligenviertel. Muss ich dann ja wieder. Okay. Mit dem haben wir überall schon gesprochen, ja? Also es war derselbe Tag wie letztes Mal, wo wir hier waren. Wir rennen jetzt da hoch und gehen ins Adelsviertel. Und da geht's dann noch weiter. Sie haben jetzt die schwierige Aufgabe, die Brücke zu reparieren. Ach ja, da war ja was. Die Brücke war ja irgendwie kaputt. Das war ja das nächste, worum wir uns kümmern wollten. Wenn ich es richtig im Kopf habe. So, mit der haben wir schon über gesprochen. Jetzt gehen wir hier zu der guten Alisha. Jetzt wieder zum Palast. Oder was man sein soll hier. We'll do everything we can, but I'm afraid we cannot guarantee a recovery. I'm sorry. It's quite all right. I very much appreciate your diligence. And you? Do you consider yourself prepared? Yes. I shall do everything within my power that I can. Your distinctive personality is a point I greatly admire as your teacher, but I am aware that it also tends to drive the chancellors up the wall. Don't push yourself too hard. I'll let you know if anything happens. Yes. Oh, Sorey! Hello there. Should I come back later? Not at all. I was just leaving. Oh, you're... I thank you for your help at the festival, Shepherd Sorey. I am Maltran, Knight Preceptor and Advisor to the Royal Army of the Kingdom of Highland. Please do all you can to help Alisha. She could use the support of a good friend. Yes, of course. Wow, I gotta say, she's totally got it together. I know, right? My dream is to be as cool as her. Let's walk while we chat. Okay, dann gehen wir mit ihr ein bisschen spazieren You und were quatschen. investigating the ruins, correct? Well, yes, that's true. Okay, hätten wir uns nicht einfach hier treffen können? Warum hätte ich dir jetzt folgen müssen? Na gut. Ah. This is for you. My knife! Did you find this at the ruins near Alisha? Yeah, I figured it was yours. This is an important item that's been handed down in my family for generations. I thought I'd never see it again. Thank you so much. I do apologize, but may we get down to the matter at hand? Lady Lila, forgive me. Wait! Did you just... I could hear her. I definitely heard Lila's voice. Well, this is quite the surprise. Hello? I see. So it won't be that easy just yet. Lila? I'll explain things, but first, take her hand again. Lila says she'll explain. Can you give me your hand again? Sure. Hello, Alisha? Can you hear me? Yes, I can. Loud and clear. I haven't even held my breath yet. At this point, you've grown much more accustomed to my power, to the extent that you can now do what you did before without dulling your other senses. I don't feel any different, though. That's good news. It means you don't have to go through all that hassle anymore to make her voice carry. It was fun in a way, but good riddance. All right, very well then. Shall we begin? All right. Lila needed to talk with you about something. With me? I would ask that you lend us your power, so that we may find the vessels and the lords of the land. May I ask what those might be? To explain fully, I shall need to tell you how this world we live in is structured. In the ancient times, the Seraphim and humans worked together in order to protect their land from the malevolence.
The Seraphim and humans work together? If the vessel they dwelled in was pure of heart and harbored no malevolence, those seraphim with power would become lords of the land. And through worship by the people, they gained the ability to expand the area of the blessed domain, which repels the influence of the malevolence. The sanctuaries were built to honor the lords of the land and keep the area around the sanctuary safe from malevolence. However, the sanctuary in this town has neither a lord of the land nor a vessel, let alone anyone who will properly pray to them. Is that why there's so much bad stuff going down around here? Yes, even if the shepherd purifies the malevolence, it will be impossible to maintain the land's protection without the blessings of the lord of the land. I see. So you wanted to ask Alisha for help in finding a suitable vessel for the Lord of the Land. And should they be found, if those of the sanctuary would properly worship them both, is that correct? Precisely. Any ideas? As for the sanctuary, I'm afraid almost all of the pious ones in my country have lost their sense of gratitude towards the Seraphim. No way. However, there is a man named Brunor who has recently ascended to the priesthood. He is a good, sincere man who gave his time to help us prepare for the festival. Would he help? Yes, I believe so. Time is of the essence. I'll head for the sanctuary at once. Well, that was abrupt. But she's not wrong either. We must hurry. Okay, dann beeilen wir uns, würde ich sagen, ne? She's gone already. Königliche She's probably heading over to the sanctuary. She's quite the tomboy, that Alisha. Das ist ein richtiger Wildfang. Alles klar. Gut, gehen wir zum Heiligtum. Da sollen wir schon mal jetzt hin. Hab ich schon. Okay. Hier war jetzt hier das Heiligtum? Ja. It looks like Father Brunor is out around town on an errand. So it goes. Any clue as to the vessel, at least? Let's see. Something free of malevolence. In the Galahad ruins north of here, there's a pure and clean waterfall. The kings of Highland traditionally bathe in its pristine holy water before their coronation ceremonies. Water of utmost purity. That does sound like something that could be a vessel for a seraph. Is something wrong? Beasts have taken up residence in the ruins of late. Whatever was there was strong enough to kill all 10 soldiers who came to drive them out. Hellions? Likely. If we don't hurry, then the waterfall could be corrupted by the malevolence. I take it that's not all, is it? The malevolence is strong in Lady Lake. The holy water will absorb its influence before we have a chance to enshrine and worship it. Water in particular is delicate and easily corrupted by malevolence. No way. Is there anything we can do? Of course there is. But in that case, we will need the cooperation of a Seraph of Water. As a Fire Seraph, I'm afraid I am wholly mismatched. A water seraph, huh? Yes. By the way, whatever became of Mikleo? I haven't heard his voice yet. We sorta had a fight. It's a long story. Anyway, to the Galahad ruins! There's hellions to smack. That's true. Let's do what we can first and foremost. Sorey, please let me accompany you. I would, but you don't have the power to battle hellions. But... Sorey, just as the Prime Lord can have sublords, so too can there be squires to the Shepherd. If Alisha becomes your squire, she can fight against the Hellions as long as she is within your domain. My squire? But... This sanctuary. No, make that all of the sanctuaries in Highland. They have always been like this from the time I was born. A Highland overrun with malevolence is the only Highland I've ever known. I beg of you, Sorey, please, take me as your squire.
so that I may see my homeland free of malevolence. Just like you'd always dreamed of. As you wish, Alisha. So then, how does this work? After my incantation, give unto Alisha a true name in the ancient tongue. Let's see. A true name for Alisha. A new bud forms on the holy branch. Its flowers bring fruit. Its fruit begets seeds. The circle of destiny turns once more. Give life unto the will of the shepherd, and let it be proof of their bond. Thy true name as a squire shall be... Melphisamechia! Happy to be your squire, Sorey. Happy to have one, Alisha. Ach, Miklio, jetzt zick doch nicht so rum. Komm doch jetzt mal zurück und geht's weiter und so. Ja, aber gut. So soll es denn nur hingehen, ne? Das klang gerade irgendwie... Ich wollte nichts sagen in der Sequenz, aber irgendwie klang das nicht so, als wenn sie sich nur zu einer Vasallin oder einer Gefährtin gerade versprochen hat. Das klang irgendwie so ein bisschen... Ich sag mal nicht jugendfrei, was sie da gemacht hat. Aber gut, das können auch einfach nur meine Gedanken sein. Oh, was Neues. Hallo Wache! Aufgepasst! Wir bezahlen euch neue Rekruten nicht fürs Denken, klar? Ihr seid Fusionsmaschinen. Verschmelzt, 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 kapiert? Wenn ihr eine Waffe mit denselben Namen wie eure findet, dann verschmelzt ihr sie. Keine Nachdenken, nur verschmelzen. Okay, das soll also ein Tutorial gerade sein, quasi. Bei euch Memmen ist das Kombinieren von Fertigkeiten ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Auf dem heißen Felsen, auf dem heißen Gebirge. Fusion und nur Fusion wird eure Kraft stärken. Verstanden? Okay, also es geht darum, wenn man Waffen findet, die gleich heißen und das gleiche sind. Dann kann man die quasi miteinander fusionieren und dann werden die scheinbar stärker. Das sollte, glaube ich, der ganze Text gerade sagen. Und das war so ein Mini-Tutorial. Gut zu wissen, lustig. So, hier war wieder ein neuer Text. Hallo. Stimmt es, dass die Griffler-Brücke eingebrochen ist? Wie konnte solch eine Brücke einfach so einbrechen? Wir müssen den Wassergeist irgendwie verärgert haben. Okay, in welche Richtung muss ich? Bis zu prüfen. Nordosten, Galahad Ruin. Nordosten. Da lang. Verstehe ich jetzt zumindest so, oder? Wie lang war das doch? Aber ist hier nicht die Brücke kaputt? Nee, ist nicht. Ach, scheiße. Focus, guys! What on earth? Here it comes, Alisha! Remain calm. Just attack it like you would any other creature. Meine was? Ready? Passiert nicht, wenn ich R2 drücke. Ready? No escape! Ah, das jetzt, das mein ich. Oh, ich dachte doch mal. Och Gott, jetzt geht das nicht. Ah, okay. Okay, so war das also. It is truly a miracle we survived that. Wenn du im Amortisierungszustand inaktiv bist,
oder keine Kombos ausführst, kannst du R2 drücken, um für einen Stoßanzeiger Verjüngung zu drücken. Es dauert nur eine Sekunde und führt zu einer unfassbaren Heilung. Deshalb richtet sie sowohl für Notfälle als auch für alle anderen eignet. Amortisierungen sind für alle nützlich, nicht nur für dich und diesen Partnern. Ah, okay. Aber ich habe gerade gemerkt, irgendwas ist umgestellt worden. Warte mal, Steuerung. Okay, jetzt die Kampfsteuerung einstellen. Ich habe das Gefühl gehabt, gerade das war nicht auf, aber schnell nicht auf, ja, im Kampf gucken. Das war kein freies Laufen, ich konnte mich nicht frei bewegen, so hin und her laufen. Das muss ich gleich schnell wieder ändern. Das geht mal gar nicht. Kreis war das? Das ist immer so doof, wenn man längere Zeit dann eben nicht das Spiel von anderen gespielt oder so, dann muss man wieder reinkommen in die Spiele. Das wird aber ein bisschen doof, sag ich mal. Weapons ready. Okay. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Oh, göttlicher Flug. Purification complete. Verbannungsstumpf. Halte im Amortisierungszustand in einem Combo R2 gedrückt, um für eine Stoßanzeige einen Verbannungsstoß zu entfesseln. Die Wirkkraft hängt vom jeweiligen Seraph ab. Und weil er geladen werden muss, kann es riskant werden, oder? Aber du kannst daraus in eine Combo übergehen. Statuseffekte von Arts sind nach einem Verbannungsstoß zweifach wahrscheinlich. Je niedriger die KP des Feindes sind, desto höher ist der Schaden. Ah. Das ist eigentlich schon mal alles ganz interessant, aber da müssen wir mal reinkommen. Hier die Ruinen oder was? I am ready. So, wie kann ich jetzt hier mal eben kurz die Links ändern? So, läuft noch sehr gut. This is a hellion. You okay? Sorry. I'm fine. Effektpotenzial. Alle Arts von Angriffen verfügen über irgendein Effektpotenzial, das die folgenden ermöglicht. Feinde betäuben, deine eigene Waffe verbessern, die Werte von Feinden schwächen, Feinde mit Krankheiten anstecken, KP abziehen. KP stehlen. Dazu kommen vielleicht noch andere Effekte. Okay. Überfordert mich nicht. Ich muss gerade erstmal die Grundsteuerung wieder reinkommen. Das Ruinen hier. Lassene Kühlfee. Speichern. Huch. Wir speichern wir einmal kurz. Dann gucken wir uns das mal hier an. Hier sind doch mit Sicherheit irgendwo Sachen versteckt. Rein dürfen wir dann nicht. Das ist irgendwie ein kleiner Fluss oder so. Das ist kaputt. Das ist kaputt. I finished preparing the gel. Oh, sehr schön. Apfelgummi hergestellt. Das ist doch cool. Aber scheinbar doch nicht das Richtige. Scheinbar die Routen woanders. Wow. Okay, ja. Mein Fehler. Ich hab falsch gedrückt.
Everyone Sehr okay? gut. Elemente und Werte. Ich lese natürlich alles durchkommen. Ich raste gleich aus sonst. Ich will nur die scheiß Ruinen finden. So. Weapons ready! Ready? It's over! Alright! It's over! Alright! How's this? Everyone okay? Die Ränge kenne ich von den alten ganzen Tales-Spielen. Das ist einfach nur die Beurteilung für den Kampf. Und man kriegt da dafür irgendwelche Boni. Bernsteinstiefel. Okay. Dahinter ist nichts, schade. Ach, da. Aber Nordosten. Das ist doch Nordwesten. Habe ich das Schild falsch interpretiert. Mein Fehler, da ist eine Tafel. Oder Obelisk, oder wie heißt die Dinger? Monolith? Oder ist der Verstärker? Is that a monolith? Ja, prüfen. Das sind anscheinend Weisheiten über Kämpfe, die in einer alten Sprache abgefasst wurden. Elemente und Werte. Pro Gruppe gibt es 5 Fertigkeiten mit dem folgenden Wechselwirkungen. Angriff, Nicht-Element, Lähmung, Art Angriff, Feuer, Verbrennung, Verteidigung, Erde, Verlangsamung. Art Verteidigung, Wasser, Gift, Fokus, Wind und Müdigkeit. Somit hat eine wasserbasierende Seraph Art beispielsweise ein Giftstatus-Effektpotenzial. Das heißt, mit unserem Feuer Seraph, mit der guten Layla, machen wir also Verbrennung. War mir aber schon irgendwie klar. Und vor allem da vorne ist ein Gegner. Oder ist die Kiste? Holen wir uns gleich, aber erstmal machen wir den Gegner. We cannot avoid this battle. Blade bang! Forward surge! Be gone! Forward surge! Forward surge! Ready? No escape! Shadow bang! How's this? Ready? I did it! Ready? Go! Yeah! Ready? No escape! Not yet! Was haben wir? Bam. This time I go! Come here! Don't push yourself, Lila! It's over! This is quite a fight! Be gone! Was, sie ist tot? Die ist auch tot? Oh, da kriegt er einen Schaden, sehe ich gerade. Okay, habe ich drauf geachtet? Sorry, mein Fehler, war dumm. War ultra dumm. War einfach ultra dumm. Okay, der ist also auf jeden Fall zu stark für mich. Der hat gerade alle meine Leute gewonnen-hittet, nachdem er sie getroffen hat. Und wir haben so gut wie keinen Schaden an jemanden gerichtet. Okay. Fehler verstanden. Fehler wird nicht mehr gemacht. I am your opponent, Hellion. No escape! Alright! Come here! Kann ich aus seinen Lebensspalten nicht achten. Nee, Schaden erhöhen. Looks like we win! So, die Sachen, die alle kommen, die kennen wir jetzt ja. Jetzt gehen wir oben wieder die Kiste einsammeln gleich. Huch, komm ich durch? Hier oben war eine Kiste Bernsteinstiefel da drin. Very Was wir well. gerade gespeichert hatten, ne? I did it! Let Crimson bring! Ready? Shadow bang! Let's spread out! Ready? Let's get him! Purification complete! Easy. Rang kenne ich ja, wie gesagt. Okay, und beim Wasserfall gleich speichern, dann können wir morgen gleich in der nächsten Folge weitermachen dort. Bernsteinstiefel. I finished preparing the gel. Apfelgummi für uns alle. So, wir lesen da drüben noch den Monolith kurz, also klicken hier kurz an, ob wir ihn haben, ob wir es nicht vergessen nächstes Mal. Und dann speichern wir, gut, dass hier vorne direkt ein Speicherpunkt war. I can sense the ancient tongue. We're near one. So. Das heißt, Erde verlangsamt zum Beispiel. Zu wissen. Dann speichern wir jetzt hier nochmal.
Ja, würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Wir hören uns auf jeden Fall in den nächsten Teil wieder. Scheinbar kommen jetzt auf jeden Fall mehr Kämpfe, nachdem wir in dieser Folge ja mehr oder weniger eher, ja, diese Story hatten. Also bis dann erstmal. Ciao, ciao.